Heute geht's mal back to basic. Jedes Musikprogramm kann etwas verwirrend sein, gerade wenn man noch gar keine Berührungspunkte mit einem Audioprogramm hatte. Das war bei mir, als ich mit Ableton angefangen habe, ganz genauso. Damit euer Einstieg in Ableton vielleicht ein bisschen einfacher ist, möchte ich euch im Ableton Quick-Tipp heute zeigen, wie ihr eure Sounds in Ableton integrieren könnt und wie ihr ganz einfach aus verschiedenen Sounds perkussive Loops machen könnt. In Ableton gibt es verschiedene Orte, wo Samples angezeigt und gelagert werden. Auf ableton.com habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, verschiedene Sample-Kits runterzuladen. Wenn ihr das macht und die richtig installiert, dann findet ihr die im Packs-Ordner auf der linken Seite. Die werden dann fein sortiert in verschiedenen Kategorien angezeigt. Es gibt aber noch einen zweiten Samples-Ordner. In dem findet ihr alle Samples, die aus diesen Packs kommen, unkategorisiert und nach Alphabet sortiert. Ableton bietet euch aber auch noch die Möglichkeit, externe Ordner zur Seitenleiste hinzuzufügen. Wenn ihr also Sample Packs von anderen Seiten herunterladet und hinzufügen wollt, könnt ihr das über den Button Ordner hinzufügen machen. Hier navigiert ihr dann zu dem Ordner, der in Ableton in der Leiste angezeigt werden soll. Wenn das geklappt hat, bekommt ihr in Ableton den Ordner gespiegelt und könnt eure Audiofiles vorhören und direkt verwenden. Solltet ihr noch gar keine Samples haben, checkt doch mal meine Website aus. Da gibt es ein paar Samples für euch gratis zum Download. Wenn ihr mal einen Ordner in die Seitenleiste hinzugefügt habt, solltet ihr den im Filesystem nicht verschieben. Denn wenn ihr den Ordner verschiebt oder löscht in eurem Filesystem, kann Ableton den Ordner nicht mehr finden und dementsprechend könnt ihr natürlich auch nicht mehr darauf zugreifen. Ich zum Beispiel habe einen Sample-Ordner in einen Cloud-Ordner angelegt. Hier packe ich alle meine Samples rein. Das hat den Vorteil, dass ich direkt ein Backup von meinen ganzen Samples in der Cloud habe und von verschiedenen Rechnern direkt darauf zugreifen kann. Wenn euer Computer aber zu wenig Speicherplatz habt oder ihr aber gar keine Cloud-Lösung haben wollt, könnt ihr eure Sample-Library auch komplett auf eine externe Festplatte auslagern. Hier könnt ihr einfach einen Ordner verknüpfen, müsst aber dann bei jedem Starten von Ableton auf jeden Fall die Festplatte angeschlossen haben. Jetzt habt ihr eure Samples verlinkt und könnt bequem in Ableton drauf zugreifen. Wenn ihr jetzt auf einen Sound draufklickt, spielt Ableton den ab und ihr könnt entscheiden, ob ihr den benutzen wollt oder lieber nicht. Wenn euch das Sample gefällt, könnt ihr das dann direkt in euer Arrangement-Fenster reinziehen. Von hier aus könnt ihr den Sound dann weiter bearbeiten. Aus so Foley-Sounds mache ich ganz gerne perkussive Loops, die ich dann später in meinen Drums verwenden kann. Dazu macht ihr einfach einen Doppelklick auf euren Sound und der Sample-Editor geht auf. Hier findet ihr dann verschiedene Warp-Modi. Im Beats-Modus könnt ihr zum Beispiel beeinflussen, in welchen Abständen das Sample abgetastet werden soll. Den Transienten-Modus wechsle ich jetzt auf Achtelnoten. So wird das Sample dann in Achtelnoten abgetastet. Den Loop mache ich dafür dann aus. Jetzt könnt ihr mit dem Slider in dem orangen Kasten daneben beeinflussen, wie lange das Sample abgespielt werden soll. Je kleiner die Zahl, desto perkussiver wird auch der Sound. Mit dieser Technik könnt ihr aus ganz verschiedenen Sounds viele kleine organische Loops basteln, die ihr zum Beispiel in euren Drums verwenden könnt. Die Technik funktioniert aber auch super mit Bass- oder Flächensounds. Wenn ihr mehr über Sample Packs wissen wollt, verlinke ich euch hier unten ein Video. Da findet ihr 5 Tipps, wie ihr eure eigenen Sample Packs machen könnt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare und ich beantworte sie so gut es geht.